Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, ihr habt richtig gelesen, ich wage mich in chinesische Gefilde, was das Smartphone betrifft. Und zwar habe ich ein Vivo gekauft. Wobei das ist jetzt ein bisschen gelogen, muss ich ehrlich sagen, denn ich habe schon mal ein Vivo eingerichtet und zwar für meinen Vater. Der hat nämlich ein Vivo X200 Pro Mini. Die Mini-Version deshalb, weil er nämlich ein kleines Smartphone wollte, aber eben auch kaum Abstriche bei der Kamera machen will. Der wollte einfach einen guten Zoom, vor allem eine gute Weitwinkelkamera, also Hauptkamera und vor allem Lowlight Performance und eben auch Makro war für ihn sehr wichtig. Entsprechend habe ich da lang gesucht und irgendwie auf dem europäischen Markt nichts wirklich Vergleichbares gefunden und bin dann eben auf das Vivo X200 Pro Mini gestoßen. Habe mich natürlich dann aufgrund der Einschränkungen mit einem chinesischen ROM entsprechend auch viel informiert und bin dann zu dem Schluss gekommen, okay, ich wage es einfach mal und werde das Ganze einfach mal ausprobieren. Ich habe es damals nicht so wirklich reviewed, weil ich halt auch neu in dem Sektor war und muss gestehen, bin ich immer noch ein bisschen, aber ich habe gute Neuigkeiten für euch und zwar bei Vivo funktioniert mittlerweile extrem viel. Wie viel, das werde ich euch natürlich in den nächsten Videos auch zeigen und erklären. Und natürlich gehört da auch dazu, wie stelle ich denn was ein, wie kann ich das Ganze deeploaden, das heißt diese ganzen chinesischen Apps entfernen, so weit wie eben möglich, damit es auch noch vernünftig läuft. Ich muss gestehen, ich habe auch seit einigen Tagen ein Vivo X200 Ultra in meinen Händen, und zwar die weiße Version. Ich habe die zufällig bei eBay Kleinanzeigen gesehen und habe mir gedacht, Mensch, irgendwie, ja, ist in der Nähe, preislich war es in Ordnung mit ein paar Hüllen gleich und so weiter und eben einer eSIM, die ich auch mal probieren werde in meinem nächsten Urlaub im Dezember. Und entsprechend habe ich mir gedacht, ach komm, das Teil hat eine geniale Kamera und vor allem, zumindest das Ultra-Modell, 35 mm. Das ist ja so eine Porträtbrennweite, sage ich jetzt mal, bei den Smartphone-Kameras eher ungewöhnlich. Bei den Profikameras ist es was relativ Geläufiges, sage ich jetzt mal, wenn man Porträts fotografiert. Und was mich beim Ultra am meisten gereizt hat, war tatsächlich die Tatsache, dass der Sensor, der in der Hauptkamera verbaut ist, der gleiche ist wie bei der Ultraweit. Das heißt, ja, ich habe 35 mm anstatt 24 so im Standard bei Smartphone-Kameras, bin also schon näher dran, kann aber die Ultraweitwinkelkamera nutzen, um da, sage ich mal, auf 28 mm reinzugehen, habe einen guten Bildausschnitt und immer noch eine grandiose Bildqualität. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert bisher. Ich habe es aktuell jetzt nur sehr basismäßig alles mal eingerichtet gehabt. Habe auch, weil es halt nicht mehr verpackt war, kein Unboxing dazu gemacht. Aber da wird einiges kommen. Und natürlich werde ich auch die Smartphone-Kamera entsprechend wieder ausführlich testen und gucken, was da so rauszuholen ist. Und eine interessante Sache bei Makro habe ich tatsächlich auch schon rausgefunden, die so bisher noch kein YouTuber irgendwo erzählt hat. Von daher, wenn euch das interessiert und wie ihr da noch bessere Bilder machen könnt als im Super Makro Modus, dann auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen und einen Daumen hoch da lassen. Heute soll es aber nicht ums Vivo X200 Ultra gehen, sondern um ein Päckchen, was neu angekommen ist. Und das ist tatsächlich offiziell nicht für mich, sondern für meine Freundin. Der ist nämlich leider ihr Honor Magic 6 Pro runtergefallen. Ja, die Versicherung hat glücklicherweise ein neues Gerät zurückgeschickt, also nicht repariert, sondern komplett neu. Entsprechend habe ich das jetzt gleich an den Ankauf gegeben, habe knapp 500 Euro dafür bekommen und habe bei AliExpress durch Zufall mit Gutscheinen und Coins einen Vivo X200 Pro mit 256 GB in der Farbe Weiß für 514 Euro bekommen, plus 20 Euro, die noch abgezogen werden, weil ich per PayPal bezahlt habe. Das heißt, 0 auf 0. Ja, ich weiß, China-ROM und da werden jetzt wieder einige sagen, ja komm, da gibt es eine Global Version und es gibt ja jetzt auch schon offiziell das X300 Pro. Ja, aber Leute, für welchen Preis lohnt sich es überhaupt, da ein X300 Pro zu kaufen? Ich meine, bei meiner Freundin ist es jetzt nicht so gravierend wie bei mir als Fotografie-Freak. Aber die wird trotzdem, bin ich mir sicher, extrem begeistert sein. Selbst beim Vivo X200 Pro Mini meines Vaters sind die Bilder wirklich grandios für eine Smartphone-Kamera. Von daher würde ich sagen, wir packen heute das Unboxing an.
Es kommen aber jetzt dann auch noch Videos dazu, wie debloate ich, wie gesagt, das Ganze, wie richte ich es ein, wie läuft es ab, wenn ich Daten vom alten Smartphone aufs Vivo rüberlade und vor allem halt alle Tipps und Tricks. Und eins vorweg kann ich schon mal sagen, Android Auto funktioniert einwandfrei und eSIM ist natürlich auch hier nicht an Bord beim Pro. Genauso wie beim Ultra, alle chinesischen Varianten vom Vivo haben ja leider keine eSIM, kann aber wie gesagt auch nachgerüstet werden. Ich blende euch mal ein paar Anbieter ein, wo es da gibt. Ich kenne jetzt gerade aktuell 2 auswendig, aber da gibt es ein paar, wo man eben eine normale SIM-Karte bekommt, lädt eine App aufs Smartphone, kann dann eSIMs entsprechend installieren und es nutzen, als wäre nativ eSIM verbaut. Funktioniert wohl auch sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall auch noch testen. Genau, so viel dazu zu den Vivo Smartphones. Also wenn ihr da Fragen habt, auch gerade zum Einrichtungsprozess, irgendwas, was ihr auf jeden Fall wissen wollt, irgendwelche Vor- und Nachteile, die ich euch zeigen oder erklären soll etc., dann schreibt es in die Kommentare. Die kann ich euch jetzt dann in Zukunft alle beantworten. Also ich wage jetzt den kalten Sprung in die China-Smartphones, die eben nicht in Europa verfügbar sind und mit China-ROM kommen. Von daher wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Unboxing. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, und ich habe beim Intro jetzt schon genug geredet, von daher würde ich sagen, gehen wir gleich in den Top-Down-Shot und wir packen das Ganze jetzt mal aus. Genau, so kam das Ganze hier von AliExpress, wie gesagt. Das war ein Anbieter aus Spanien. Da ist einmal ein Adapter dabei, weil ja die China-Smartphones entsprechend natürlich auch mit dem Nicht-EU-Stecker kommen. Dann gucken wir mal hier rein. Ist auf jeden Fall super verpackt, würde ich mal behaupten. Das ist schon mal eine gute Geschichte und hier haben wir das Ganze, das Vivo X200 Pro in der Farbe Weiß mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Hinten wie gewohnt alles auf Chinesisch und ansonsten relativ basic. Dann packen wir das Ganze hier mal aus. Und gucken mal. Das Smartphone hat übrigens 5G, anders wie Huawei oder Huawei Smartphones, die teilweise, zumindest die älteren Versionen, nur mit 4G gekommen sind. Vivo hat ja keine Beschränkung in dem Sinne, von daher haben die natürlich Android drauf in einer chinesischen Variante mit deutscher Sprache übrigens und auch vielen anderen internationalen Sprachen. Das heißt, das funktioniert wohl auch ganz gut und es funktioniert auch bei meinem Vivo X200 Ultra sehr gut. Da braucht ihr auf jeden Fall keine Bedenken haben. So, das ist hier aufgrund der Verpackung ein bisschen verklemmt, so wie es ausschaut. So, jetzt. Okay, gut. Dann haben wir hier schon das Smartphone. Das lege ich jetzt mal noch ganz kurz auf die Seite. Und hier eben, was noch alles dabei ist. Ein Case ist wieder dabei. Das ist so ein sehr flexibles Silikon-Case. Aber cool, dass sie es immerhin mitliefern, muss ich ehrlich sagen. Da können sich immer noch einige andere Hersteller à la Samsung, Apple etc. eine Scheibe abschneiden. Werden sie nicht machen, aber ich sag's nur. Dann kommt einmal ein USB-C auf USB-A-Kabel. Ein Pin entsprechend zum SIM-Karten rausmachen und jetzt kommt's, ein Ladestecker Fast Charge 90 Watt. Finde ich richtig cool. Honor speckt ja da mittlerweile auch ein bisschen ab. Ja. Die liefern den zwar manchmal für 1 Euro mit bei Angeboten auf ihrer Website, aber Vivo liefert den noch direkt mit, ohne dass man irgendwelche extra Kosten hat. Finde ich richtig geil und wie gesagt hier mit dem Adapter kein Problem, steckt ihr da rein. Das Ding ist ein bisschen dicker, ihr könnt aber auch, ja, das ist hier so eine Art USA-Stecker, so wie das ausschaut. Ich weiß jetzt nicht genau, was die haben, aber in der USA schauen die eben auch so aus. Wenn ihr da einen kleineren Adapter habt, könnt ihr es auch nutzen. Ihr könnt natürlich auch mit anderen Ladegeräten mit USB-C laden oder Wireless Charging mit 40 Watt. Das hat das X200 auch. Das heißt, ihr seid da nicht an den Stecker gebunden, außer ihr wollt eben die vollen 90 Watt reinpumpen. Genau.
Dann haben wir das schon mal soweit und dann würde ich sagen, nachdem es das schon war, die Hülle lasse ich mal außen, packen wir jetzt hier mal das Smartphone an sich aus. Ja, es sieht schon richtig, richtig cool aus wieder. Hier dieser Kamera-Bump. Richtig coole Geschichte. Ich zeige es euch hier vorne mal noch, da sieht man es meistens ein bisschen besser. Auch die Periskopkamera sieht man da oben ganz gut, würde ich behaupten. Und ja, super hochwertig mit dieser Glanzoptik. Ist Geschmackssache, sage ich mal, aber für den Preis von 500 € wirklich unschlagbar. Auch aktuell noch. Ja, dann sieht es so aus, wie wenn wir das so nicht runterziehen können. Ich guck mal, ansonsten müssen wir es wirklich aufreißen. Ja, das reißt hier ein. Schade, schade. Ich bin da eigentlich immer ein Fan davon, das schön sauber zu lassen, aber dann machen wir halt jetzt die richtige Unboxing-Experience hier mit aufreißen. Und wie immer bei mir klappt es nicht ganz perfekt. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an mit aufgebrachter Displayschutzfolie wieder. Sehr cool. So, man sieht es hier vielleicht ganz gut mit der Spiegelung. Also das ist eine Hochglanzoptik. Nicht weiter störend jetzt für meine Freundin, die kriegt eh wieder eine Hülle. Ja, empfehle ich ja sowieso immer eine Hülle und eventuell, wenn es geht, eine Versicherung. Da muss ich aber mal erklären, ich kann mir vorstellen, dass Versicherung hier schwierig ist, weil es eben, wie gesagt, ein Importgerät ist. Man kriegt ja nicht so richtig eine Rechnung mit dazu. Das kann ich mal noch anfragen, wie es da ausschaut und dann, ja, mal gucken. Hier unten habt ihr wie immer den USB-C-Port und den Slot für die SIM-Karte. Da ist übrigens keine Speichererweiterung möglich. Das ist ja bei den meisten Smartphones so. Und dann würde ich mal noch ganz kurz die Hülle drauf machen, die da dabei war. Ja, das sieht sehr gut aus. Displayschutzfolie habe ich hier auch schon bestellt, Amazon. Also falls ihr die braucht, ich verlinke sie euch unten. Eine Hülle, die hätte auch gestern schon kommen sollen, in schwarz mit MagSafe dann on board. Die ist leider aber noch nicht gekommen, von daher kann ich es euch noch nicht zeigen, aber in den nächsten Videos eben zur Einrichtung und so, da werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Ist auch alles sehr günstig. Wie gesagt, für den Preis von 500 € ist das wirklich ein Spitzenangebot für so ein High-End-Smartphone im, wie ich finde, zumindest guten Formfaktor. Hier haben wir jetzt einmal das Galaxy Z Fold 7, das Vivo X200 Ultra und das Vivo X200 Pro nebeneinander. Ich finde es richtig cool. Ich mag natürlich das Finish vom Ultra noch ein bisschen mehr. Das ist einfach so dieses matt gehaltene Glas mit dieser Riffelung. Also das gefällt mir wirklich gut. Hier vorne seht ihr es nochmal, wie das Ganze dann aussieht. Ich meine, im Endeffekt sind die wirklich extrem ähnlich, muss man ehrlich sagen. Ja, also auch von der Größe her wenig Unterschied. Aber ja, ist halt einfach nochmal einen Ticken abgespeckter im Vergleich zum Ultra von den Kameras her. Ja, aber abgespeckt nicht falsch verstehen, die sind trotzdem noch richtig High-End hier, die Kameras. Nur eben beim Ultramodell sind sie halt wie immer bei Ultramodellen noch einen kleinen Schliff besser. Ist aber eben auch die 35 mm Brennweite dann beim Ultra. Das muss man mögen, mag nicht jeder. So, und damit würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt des Unboxings und zwar das erste Einschalten vom Vivo X200 Pro. Ich drücke mal den Power-On-Knopf, dann vibriert es ganz kurz. Hier seht ihr auch Powered by Android, also da ist nicht irgendwie ein Spezialsystem drauf. Das ist ganz normales Android eben für den China-Markt bestimmt. Und damit ist es hochgefahren und ihr seht hier schon Origin OS und chinesische Zeichen. Und wenn ich hier nämlich dann drauf gehe, dann seht ihr eben schon die ganzen Sprachen, die verfügbar sind. Englisch, Deutsch, Spanisch, Filipino, Indonesisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch. Wir stellen jetzt hier natürlich Deutsch ein und damit beginnt dann die Einrichtung. Ja, und damit würde ich sagen, war es das mit dem Unboxing. Die nächsten Steps wie Übertragen von Daten vom alten Smartphone aufs neue Vivo X200 Pro. Was geht da nicht? Was muss man beachten? Was kann man bereinigen? Welche Schritte sind sinnvoll, dass man sie wie ausführt? Zeige ich euch, wie gesagt, in den nächsten Videos.
Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, ein Abo da lasst, damit ihr da eben nichts verpasst. Und vor allem würde mich interessieren, habt ihr schon mal mit Vivo Kontaktpunkte gehabt oder vielleicht auch mit Oppo? Die sind ja alle so diese High-End-Geräte in China sehr bekannt. Mir auch schon lang geläufig. Ich habe mich halt nun nicht ganz so arg rangetraut, weil Android Auto zum Beispiel bis vor ein paar Monaten einfach noch nicht funktioniert hat. Was jetzt aber eben nicht mehr der Fall ist. Das funktioniert tadellos. Und eben auch deutsche Sprache ist jetzt hier bei dem Vivos kein Problem. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video zur Installation und Ersteinrichtung. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.